Wie schon angekündigt, wechsle ich heute das Ausdrucklager bei meinem Audi A2. In dem Zuge erneuere ich auch gleich die Druckplatte und die Mitnehmerscheibe. Viel Spaß! Wie erkennt man ein defektes Ausdrucklager? Bei einem Verschleiß oder einem Defekt hört man meistens ein Pfeifen, Schleifen, Quietschen oder so ein leichtes Rattern, wenn man auf die Kupplung tritt. Ich zeige euch das mal. So, Motor läuft und wenn man jetzt auf die Kupplung tritt, hört ihr das? Eindeutig Ausdrucklagerdefekt. Als ersten Schritt, bevor ich anfange, das Getriebe auszubauen, die Batterie abklemmen. Ganz wichtig. Die ist ja bei dem im Kofferraum. Das Massekabel abklemmen reicht. Die Mutter lösen. Und das Kabel abziehen. Das klemmt man am besten hier so zwischen, dann kann nichts schief gehen. Jetzt sollte man die Heckklappe, wenn es geht, nicht mehr zumachen, da die von außen nicht mehr aufgeht. Als nächsten Schritt die Motorhaube abnehmen. Dafür entriegelt man die hier und zieht die vorsichtig nach vorne ab. Am besten so hinlegen, dass die nicht zerkratzt. Als nächstes kommt die Motorabdeckung ab. Dafür schraubt man die 3 Muttern mit der 10er Nuss ab. Nun kann man die nach oben rausnehmen. Nächster Schritt, das Seilzugwiderlager abschrauben. Das ist das Blech hier, was am Getriebe angeschraubt ist, wo der Schaltseilzug und der W-Seilzug befestigt ist. Dafür muss man 3 Schrauben abschrauben. Das ist die hier. Die. Und die, aber da kommt man ganz schlecht dran. Die schraubt man mit einer 13er Nuss raus. So, alle 3 Schrauben sind raus und die sind auch alle gleich lang. Da braucht man beim Wiedereinbau auf nichts zu achten. Jetzt kommt die Querstütze hier raus. Dafür schraubt man die Schraube hier am Getriebelager raus. Und hier die Mutter am Anlasser. Das sind beides 13er Schlüsselweiten. Als nächstes die Sicherungsscheibe vom Wählumlenkhebel hier abziehen. Und rausnehmen. Dann die Mutter vom Schalthebel mit einer 13er Nuss rausschrauben. Und auch rausnehmen.
Am besten, man bindet mit Draht das ganze Gelumpe nach oben. Dann hat man ein bisschen mehr Platz. Was mir noch eingefallen ist, man braucht sich beim Schalthebel keine Markierung zu machen. Da ist an einer Stelle ein Zahn doppelt so breit. Kann man das erkennen? Man kann es nur in einer Position einbauen. Nächster Schritt, den Nehmerzylinder abschrauben. Dafür schraubt man die beiden Schrauben hier raus. Ich mache das mit einer 13er Nuss. Als nächstes die Leitung aus dem Halter ausklipsen und den Nehmerzylinder seitlich ablegen und mit Draht festmachen. So, den habe ich hier mit Draht festgemacht, da sollte der nicht stören. Jetzt noch einen Stecker abziehen, der befindet sich hier hinten. Den zeige ich euch wieder mit meiner kleinen Kamera, wo der genau sitzt. Seht ihr den Stecker da? Der muss ab. Als nächstes den Stecker für die Rückfahrleuchten ab und den vom Anlasser. Jetzt noch die Abdeckung hier ab. Dafür muss man den fetten Kabelbinder hier durchschneiden. Nun kommt man an die Mutter vom Magnetschalter ran. Die schraubt man mit einer 13er Nuss ab. Danach die Leitungen zur Seite legen, damit die nicht stören. Als nächsten Schritt die obere Befestigungsschraube vom Anlasser rausschrauben. Ich nehme dafür eine 18er Langnuss. Und zum Schluss schraube ich noch die beiden oberen Schrauben vom Getriebe raus. Die hier und die. Das mache ich auch mit einer 18er Nuss. Jetzt sollte man den Motor noch hier abfahren mit einer Motorbrücke, damit der Motor, wenn man das Getriebelager abbaut, eigentlich auf den Kopf fällt. Als nächstes den Wagen hochheben und das Rad abbauen. Ich habe den Wagen ganz hochgehoben, da jetzt die Unterbodenverkleidung ab muss. Dafür schraubt man ringsrum alle Schrauben ab. Und die beiden Muttern hier oben nicht vergessen. Ich habe bei mir nicht so viel zum Abschrauben, da bei mir die Hälfte schon abgebrochen ist. Nur so als Tipp, wenn ihr auch eine Standheizung verbaut habt, endet das Abgasrohr hier. Und wenn die Schrauben total vergurkt sind, bekommt man die Verkleidung nicht ab. Ich mache das so, dass ich die Schelle vom Abgasrohr löse und das dann hier trenne. Das geht am einfachsten. Als nächstes die Halterung vom Kühlerschlauch abschrauben. Ich mache das mit einer 13er Nuss.
Die Masseleitung hier abschrauben, auch mit einer 13er Nuss. Nächster Schritt, den Anlasser ausbauen. Dafür schraubt man die Schraube hier raus mit einer 18er Nuss. Danach kann man den Anlasser rausnehmen. Als nächstes baue ich die Antriebswelle aus. Aber zuerst muss das Wärmeschutzblech ausgebaut werden. Dafür schraubt man die beiden Schrauben. Hier und hier raus. Am besten mit einer 16er Nuss. So, nun die Antriebswelle vom Getriebefleisch abschrauben. Dazu muss man hier 6 Schrauben mit einem M10 Innenvielzahn abschrauben. Der sieht so aus. Wenn sich die Antriebswelle mitdreht, kann man einfach am Rad gegenhalten. Ich habe die jetzt oben am Abgasrohr mit Draht festgemacht, damit die nicht stört. Hier auf der Seite habe ich auch schon die Antriebswelle abgebaut. Nun muss noch das kleine Abdeckblech für das Schwungrad hinter der Flanschwelle ausgebaut werden. Dafür schraubt man diese Schraube hier ab. Das geht am besten mit einer langen Verlängerung und einer 10er Nuss. So sieht das Blech aus. Wenn man die Schraube rausgeschraubt hat, muss man das Blech ein bisschen nach oben ziehen und dann rausnehmen. Nächster Schritt, die Pendelstütze ausbauen. Ich habe die ein bisschen mit dem Lappen sauber gemacht. Die war ja so voller Moller, da hat man die Schrauben fast gar nicht mehr gesehen. Jetzt muss man die 4 Schrauben mit einer 16er Nuss rausschrauben. Als nächstes die Koppelstange vom Stabi abschrauben. Ich mache das bei mir mit einer 17er Nuss. Aber ich glaube, dass die Koppelstange hier schon getauscht wurde. Original müsste das eigentlich 16er sein. Wenn es sich mitdrehen sollte, kann man hier mit einem 5er Imbus gegenhalten. Jetzt muss man noch den Achslenker vom Radlagergehäuse abschrauben. Hier bei mir ist es eine 19er Schlüsselweite, da ich ja vor kurzem den Achslenker erneuert habe. Original ist es hier eine 18er Schlüsselweite. Wenn es sich mitdrehen sollte, kann man zum Beispiel mit dem Getriebeheber hier Druck drauf bringen. Dann dreht es sich nicht mehr mit und man kann die Mutter ohne Probleme abschrauben. Ich habe das Auto ein Stück abgelassen, da ich noch die Radhausschale abbaue. Da hat man hier unten 4 Torx-Schrauben.
die raus müssen. Hier fehlt schon eine. Und ein paar Klipse. Der fehlt. Der fehlt. Der fehlt. Hier oben fehlt auch schon einer. Der fehlt. Der fehlt. Naja, da hat man wenigstens nicht so viel zu tun. So, die Radarschale ist raus. Von 8 Klipse, die da reingehören, waren nur 2 drin. Und die sind auch noch falsch. Na, das gibt dir Hoffnung. Wenn man überlegt, dass die Vorbesitzer alles nur in der Werkstatt reparieren lassen haben. Jetzt habe ich noch den Achsschenkel nach außen gedreht. Und die Achswelle mit Draht an der Feder festgemacht, dass die nachher auch nicht stört. Auto ist wieder unten. Jetzt schraubt man die beiden Schrauben vom Getriebelager ab. Ich nehme dafür eine 16er Nuss. Nun bringt man den Motor mit Getriebe so weit in Schräglage, indem man die Spindel hier runterdreht, dass man an die 3 Schrauben von der Getriebekonsole von hier seitlich rankommt. Auto ist wieder oben. Und jetzt kommt man an die 3 Schrauben von der Getriebekonsole gut ran. Die schraubt man jetzt ab. Das ist Schlüsselweite 16. Als nächstes schraube ich die Schraube vom Getriebe ab mit einer 18er Nuss. Und die hier mit einer 16er Nuss. Jetzt den Getriebeheber und das Getriebe. Zum Schluss noch diese letzte Schraube vom Getriebe raus mit einer 16er Nuss. Und dann kann man das Getriebe rausnehmen. Schaut euch das hier mal an. Das Ausrücklager ist ja völlig fertig. Aber als ich bemerkt habe, dass mit dem Ausrücklager was nicht stimmt, bin ich kaum noch gefahren. Na egal, jetzt baue ich noch schnell die Kupplung aus. Hier an den Federn von der Druckplatte hat das Ausrücklager auch schon ganz schöne Kampfspuren hinterlassen. So, jetzt baue ich erstmal die Druckplatte raus. Dafür schraubt man die 6 Schrauben in kleinen Stufen über Kreuz raus. Ich mache das mit einem gekröpften 9er Ringschlüssel.
Zum Gegenhalten habe ich mir die Getriebeschraube hier reingeschraubt und kann mit einem großen Schraubendreher am Anlasserkranz wunderbar gegenhalten. Auf der Mitnehmerscheibe ist auch nicht mehr viel Belag drauf. Wenn man es mit der neuen vergleicht, sieht man, dass die schon ganz schön runter ist. Das war erstmal der erste Teil. Der zweite Teil folgt demnächst. Da baue ich die neue Kupplung mit Ausdrücklager und das Getriebe wieder ein. Natürlich mit allen Drehmomenten und allem, was dazu gehört. So, wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr mich immer noch nicht abonniert habt, auf den Abo-Button draufklicken. Also, bis zum nächsten Mal, eure Regina.